Mitternacht fühlt sich für manche Menschen nicht wie das Ende des Tages an, sondern wie der erste Moment, in dem sie endlich sie selbst sein dürfen. Der Bildschirm leuchtet schwach im dunklen Zimmer. Draußen ist alles still, keine Nachrichten mehr, keine Erwartungen, keine Gespräche, keine Rollen, keine Verpflichtungen. Und plötzlich kann der Kopf atmen. Genau das ist die Falle. Denn viele Menschen, die jede Nacht viel zu lange wach bleiben, kämpfen nicht gegen Schlaf. Sie kämpfen gegen ihr Leben am Tag. Das klingt hart. Aber genau hier wird es interessant. Denn spät schlafen zu gehen ist oft kein Zeitproblem. Nicht einmal Disziplin, es ist Psychologie. Manche Menschen verschieben den Schlaf nicht, weil sie nicht müde sind, sondern weil die Nacht der einzige Ort ist, an dem sie emotional nicht funktionieren müssen. Und wenn man das einmal versteht, verändert sich plötzlich alles. Der Körper ist erschöpft, die Augen brennen, der Kopf tut weh. Trotzdem scrollt die Hand weiter. Noch ein Video, noch ein Lied, noch ein Gedanke, noch 10 Minuten. Und genau diese 10 Minuten werden plötzlich zu 2 Uhr nachts. Nicht, weil der Mensch dumm ist, sondern weil etwas Tieferes passiert. Hier wird es brutal. Tagsüber leben viele Menschen im Reaktionsmodus. Sie antworten, arbeiten, funktionieren, lächeln, erklären Dinge, treffen Entscheidungen, obwohl sie innerlich längst leer sind. Doch nachts passiert etwas Seltsames. Die Welt fordert plötzlich nichts mehr von ihnen. Und genau dann beginnt zum ersten Mal das Gefühl von Kontrolle. Manche Menschen nennen das Entspannung. In Wahrheit ist es oft emotionale Rückeroberung. Der Tag gehört allen anderen, die Nacht gehört ihnen. Und genau deshalb geben sie nicht auf. Selbst wenn der Preis ihre Gesundheit ist. Das ist kein Zufall. Beobachte jemanden, der regelmäßig bis 3 Uhr morgens wach bleibt. Da gibt es oft diesen Moment. Das Handy liegt kurz still auf der Brust. Der Blick geht an die Decke. Absolute Ruhe. Und trotzdem rast der Kopf weiter, als würde irgendwo Gefahr lauern. Der Körper ist müde, aber das Nervensystem nicht. Und genau das verändert alles. Viele Menschen glauben, Schlafprobleme entstehen im Kopf. Doch oft entstehen sie im Nervensystem. Wer ständig unter Druck lebt, entwickelt irgendwann eine unsichtbare Alarmbereitschaft. Der Körper lernt, jetzt bloß nicht loslassen. Selbst in Sicherheit fühlt sich Ruhe plötzlich gefährlich an. Hier wird es wirklich seltsam. Manche Menschen fühlen sich nachts lebendiger als tagsüber. Kreativer, klarer, emotional echter. Nicht, weil die Nacht magisch ist, sondern weil der Stresspegel endlich sinkt. Plötzlich tauchen Gedanken auf, die tagsüber unterdrückt wurden. Erinnerungen, Sehnsüchte, Wut, Einsamkeit. Fragen, vor denen man den ganzen Tag davongelaufen ist. Und genau deshalb vermeiden manche Menschen den Schlaf. Denn Schlaf bedeutet Stille. Und Stille bedeutet Konfrontation. Das Handy wird dann nicht zur Unterhaltung, sondern zur Betäubung. Und fast niemand erkennt das. Das Verrückte daran: Nach außen wirken diese Menschen oft komplett normal, lustig, produktiv, sozial, manche sogar extrem erfolgreich. Doch nachts sitzen sie alleine im Dunkeln und fühlen eine Erschöpfung, die Schlaf alleine niemals reparieren könnte. Nicht jede Müdigkeit kommt von zu wenig Schlaf. Manche kommt von einem Leben, in dem man sich dauerhaft selbst unterdrücken musste. Dieser Satz trifft Menschen härter, als ihnen lieb ist. Und genau hier beginnt die eigentliche Spirale. Denn je länger jemand nachts wach bleibt, desto chaotischer wird der nächste Tag. Konzentration sinkt. Emotionale Reizbarkeit steigt. Kleine Probleme fühlen sich plötzlich riesig an. Der Körper produziert mehr Stress. Und nachts braucht der Kopf dann wieder länger, um runterzufahren. Das System beginnt sich selbst zu füttern. Eine stille psychologische Endlosschleife. Doch hier kommt der Teil, den fast niemand erwartet. Nicht jeder Mensch bleibt spät wach, weil er unglücklich ist. Manche tun es, weil sie Angst vor dem nächsten Morgen haben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Für manche Menschen bedeutet Schlaf nicht Erholung, sondern Zeitverlust.
Denn Schlaf bringt den nächsten Tag näher. Den Job, den Druck, die Einsamkeit, die Verantwortung, die Beziehung, die längst keine echte Nähe mehr enthält. Also bleibt man wach, unbewusst. Als würde man das Morgen verzögern können. Das klingt harmlos. Ist es nicht, denn irgendwann beginnt der Körper zurückzuschlagen. Erst subtil, dann brutal. Stimmungsschwankungen, permanente innere Unruhe, emotionales Abstumpfen, Konzentrationsprobleme. Das Gefühl, nie wirklich präsent zu sein. Manche Menschen funktionieren dann nur noch mit Koffein, Ablenkung und purem Überlebensmodus. Und das Gefährlichste daran: die Gesellschaft feiert es oft noch. Team No Sleep, Hustle-Kultur, Nachtschichten fürs eigene Ziel, Produktivität rund um die Uhr. Doch viele Menschen arbeiten nachts nicht an Träumen. Sie fliehen vor Gefühlen und plötzlich ergibt alles Sinn. Der Mensch, der nachts stundenlang Serien schaut, obwohl er todmüde ist, sucht oft kein Entertainment, sondern emotionale Distanz. Der Mensch, der um 2 Uhr morgens random durch alte Chats scrollt, sucht oft kein Gespräch, sondern ein Gefühl, Nähe, Bedeutung, Erinnerung, Sicherheit. Und genau das macht es so gefährlich. Denn moderne Ablenkung fühlt sich kurzfristig wie Heilung an, aber sie verschiebt nur die eigentliche Leere. Hier passiert etwas Absurdes. Je erschöpfter Menschen werden, desto schwerer fällt ihnen echter Schlaf, weil der Körper irgendwann verlernt, was Sicherheit überhaupt ist. Manche Menschen schlafen nicht schlecht, weil ihr Leben chaotisch ist. Ihr Leben fühlt sich chaotisch an, weil ihr Nervensystem niemals wirklich zur Ruhe kommt. Das ist ein Unterschied, den fast niemand versteht. Und genau hier gibt es eine kleine Hoffnung. Denn viele Menschen versuchen ihre Schlafprobleme mit Disziplin zu lösen. Früher ins Bett, weniger Bildschirmzeit, mehr Routinen. Doch manchmal braucht der Mensch nicht zuerst mehr Regeln, sondern mehr emotionale Sicherheit. Das verändert die Perspektive komplett. Denn ein ruhiges Nervensystem schläft fast von alleine. Der Körper muss nicht gezwungen werden, loszulassen, wenn er sich endlich sicher fühlt. Und genau deshalb helfen manchen Menschen die simpelsten Dinge mehr als jede Produktivitätsroutine. Ein ruhiger Abend ohne Druck. Ein echtes Gespräch. Musik ohne Reizüberflutung. Licht aus. Kein permanentes Konsumieren. Einfach kurz existieren dürfen, ohne funktionieren zu müssen. Das klingt klein. Doch genau dort beginnt Heilung. Aber die tiefste Wahrheit kommt erst jetzt. Viele Menschen, die nachts lange wach bleiben, haben irgendwann gelernt, dass ihre Bedürfnisse tagsüber keinen Platz hatten. Also verschiebt der Kopf alles nach hinten. Gefühle nachts, Gedanken nachts, Freiheit nachts, Persönlichkeit nachts. Das Kind im Menschen wartet dann unbewusst, bis endlich niemand mehr etwas von ihm will. Und wenn man das einmal erkennt, sieht man Schlafprobleme nie wieder oberflächlich. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Müdigkeit, sondern um emotionale Geschichte, um Kontrolle, um Sicherheit, um innere Einsamkeit. Manche Menschen sind nachts nicht wach, weil sie Energie haben, sondern weil sie sich tagsüber nie wirklich lebendig fühlen durften. Und dieser Satz verändert für viele alles. Der traurigste Teil? Viele merken erst Jahre später, wie erschöpft sie eigentlich waren, weil Dauerstress irgendwann normal wirkt. Ständige innere Anspannung fühlt sich dann plötzlich wie Persönlichkeit an. Aber das ist kein Charakter. Das ist ein überlastetes Nervensystem. Und genau darüber spricht fast niemand. Der Raum ist dunkel. Das Handy fällt langsam aus der Hand. Für einen kurzen Moment wird alles still. Keine Geräusche mehr, keine Ablenkung. Nur dieser eine Gedanke. Warum kann ich eigentlich nie einfach abschalten? Und vielleicht liegt die Antwort tiefer, als es jemals um Schlaf ging. Vielleicht ging es die ganze Zeit um Sicherheit, um emotionale Ruhe, um einen Kopf, der nie gelernt hat, dass Loslassen ungefährlich sein darf. Und genau dort beginnt eine viel größere Frage. Denn manche Menschen tragen ihr gesamtes Leben ein Nervensystem mit sich herum, das permanent auf Überleben programmiert wurde.
Selbst dann, wenn objektiv längst keine Gefahr mehr existiert. Genau darum geht es im verlinkten Video. Nicht nur darum, warum Menschen erschöpft sind, sondern warum manche Körper niemals wirklich gelernt haben, sich sicher zu fühlen. Und wenn man das einmal versteht, blickt man plötzlich völlig anders auf sich selbst.